Die BKW AG ist ein Energieunternehmen aus der Schweiz, das Strom und Dienstleistungen im Bereich Energie, Gebäude und Infrastruktur anbietet. Und es ist ein wirklich starkes Unternehmen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute einer meiner Aktien vor, und zwar geht es um die BKW. Wir sind jetzt hier auf der Webseite von BKW und ich möchte ein bisschen auch auf die Fundamentaldaten und die aktuelle technische Situation bei der BKW eingehen. Ja, die haben wirklich ein breites, diversifiziertes Portfolio. Also einerseits, was Kraftwerke angeht, einschließlich Wasserkraft, Kernenergie, Wind- und Solarenergie. Sie haben ein großes Stromnetz, also verwalten eines der größten Stromverteilungsnetze in der Schweiz. Und es sorgt natürlich auch für eine zuverlässige Versorgung von Haushalten und den Unternehmen. Was auch noch sehr, sehr spannend ist, dass man auch einen Dienstleistungssektor mit dabei hat im Unternehmen und bietet da eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen im Bereich Bau, Ingenieurwesen, Facility Management auch an und hat hier auch einen starken Fokus eben auf nachhaltige und energieeffiziente Lösungen. Ja, mal zur Einordnung. Hier im Trader Fox im Qualitätscheck hat das Unternehmen 11 von 15 Punkte. Stabilität des Umsatzwachstums gibt es einen Punktabzug und die Stabilität des Earnings per Share Wachstums. Es ist eben hier ein Versorger, wo sowas natürlich schon durchaus typisch ist, dass der Umsatz schon deutlich schwankend ist. Hängt natürlich auch immer an den Energiepreisen und so weiter. Und man ist aber hier schon auch sehr stark engagiert, sich für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeiten eben, was zumindest was Initiativen da in die Richtung angeht, also sich da auch darauf einzustellen und möglichst viel zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks beizutragen. Also hier sieht es eigentlich grundsätzlich wirklich für einen Versorger sehr gut aus. Hauptmerkmal ist auf Sicherheit, Qualität und relativ niedriges Momentum. Es ist auch eine wirklich stark gelaufene Aktie in den letzten paar Jahren, beziehungsweise auch Monaten. Wir sehen, dass wir jetzt auf Basis des Gewinns im Moment leicht überbewertet sind, also sind aber jetzt auch eine ganz schöne Weile unterbewertet. Ich bin jetzt auch schon länger investiert in BKW, also ich habe tatsächlich hier unten bei den also nahe am Tiefpunkt bin ich eingestiegen, bin also schon relativ gut auch über Wasser. Aber im Moment jetzt auf jeden Fall fair bewertet. Hier sehen wir mal die drei Bereiche aufgeteilt. Also einmal Energy und Services sowie Grid. Und das Senki an sich, Umsatzwachstum über 5 Jahre war natürlich sehr, sehr stark, ist aber eben auch sehr durch Schwankungen getrieben. Wir zahlen eine Dividende, die sieht man hier schön, dass die auch schon doch eine schöne Weile bezahlt wird. Im Piotrowski F-Score haben wir im Moment eine Bewertung von 7 von 9 Punkten. Bloß Kapitalrendite und Produktivität ist eben hier gesunken. Und beim Dividendenadel haben wir 4 von 4 Punkten. Also es ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Dividendenwert. Wir sehen hier auch seit 2011 wird die Dividende wirklich gut gesteigert. 2022 gab es sogar mal eine schöne Sonderdividende hier von BKW und nach den Prognosen soll es auch in den nächsten Jahren hier zu weiteren Erhöhungen der Dividende kommen. Es ist so, dass BKW seine Dividende jährlich ausschüttet, also eigentlich eine typische Praktik hier bei diesen Schweizer Konzernen bzw. Unternehmen. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von 2,17%. Im Schnitt der letzten 5 Jahre war das schon deutlich höher mit 2,55%. Payout Ratio liegt so bei knapp unter 40%, also das ist eigentlich schön im Rahmen. Es wird seit 5 Jahren Dividende erhöht, schon seit 13 Jahren bezahlt und die Wachstumsrate der Dividende lag in den letzten 5 Jahren bei 13,73%. Also wirklich relativ starkes Dividendenwachstum auch, vor allem gerade für so einen Versorger. Und das KGV Time to Market hier ist mit 16,51 eigentlich auch auf einem relativ guten Niveau. Wir schauen uns jetzt hier noch die aktuelle Rendite an im Vergleich zum S&P 500 und wir sehen, dass im Schnitt der letzten 6 Jahre sich BKW in Blau doch wirklich sehr gut entwickeln konnte, auch gegenüber dem S&P 500 und gerade eben hier in dieser Inflationskorrektur, die der breite Markt gemacht hat, sich hier wirklich deutlich besser entwickelt hat.
Auch davor hat man über weite Strecken öfter mal drüber gelegen, manchmal mal kurz unterm S&P 500. Das ist aber jetzt auch nur die Kursrendite, also da wären die Dividende noch nicht mit dabei, dann wäre der Abstand natürlich noch etwas größer, vor allem natürlich mit der reinvestierten Dividende. Also das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus bei BKW. Gerade mit dem Dienstleistungssektor hebt es diesen Versorger auch nochmal ein Stück ab von anderen typischen Unternehmen aus dem Energiesektor, die man vielleicht auch so kennt, aus den USA natürlich hauptsächlich. Und jetzt schauen wir uns hier noch den Halbjahresbericht an. Es ist keine kleine Klitsche, es ist ein großes Unternehmen, einer der größten Energieversorger überhaupt und wirklich ein extrem großer Konzern auch in der Schweiz. Ja, hier nochmal ein komplementäres Geschäftsfeld. Einerseits Energie, dann natürlich die Netze, die dahinter stecken und der Bereich Dienstleistung, der für mich ja wirklich am interessantesten ist. Und die legen wirklich extrem viel Wert eben auf diese erneuerbare Energien zu setzen mit wirklich vielen Solarprojekten und so weiter. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Megatrend und noch dazu jetzt eben dieser Dienstleistungssektor in den wachsenden Märkten und da man eben hier ja sowas wie Photovoltaikinstallationen im Petto oder einen Batteriespeicher, den man einbauen kann, auch sowas wie hier dieser Tunnelbau oder Einweihung nachhaltiger Büro- und Wohngebäude. Also da ist man schon wirklich auch relativ gut aufgestellt. Ja, auch sie beschreiben, also sie schreiben sich auf die Fahnen, dass man hier der Nachhaltigkeitsstrategie wirklich ganz genau treu bleiben will. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Also wir hatten im Jahre 2022, 2023 eine wirklich verdammt hohe Konjunktur, beziehungsweise sehr, sehr starke Zahlen, auch aufgrund dieser Einmaleffekte, was die Energiepreise angeht. Und jetzt kommen wir eben in eine Normalisierung zurück. Deswegen ist das Umsatzwachstum hier auch rückläufig von H1 23 zu H1 2024. Aber wir sehen, dass trotzdem im gleichen Zeitraum das EBITDA also gesteigert werden konnte. Das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Also obwohl der Umsatz rückläufig ist, konnte das EBITDA weiter gesteigert werden. Das gleiche gilt für das EBIT bzw. den Net Profit. Also wir sehen, dass das Unternehmen eine wirklich sehr, sehr gute Position einfach am Markt hat. Ja, woran lag der Umsatzrückgang? Natürlich am Energy Business. Im Grid, also im Netz- und Dienstleistungsbereich, ist man hier weiterhin gewachsen. Das sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut aus. Hier sieht man nochmal eine Aufschlüsselung, wie hier der Revenue zum EBITDA aussieht. Revenue, wie gesagt, minus 3% nach unten gegangen, hauptsächlich durch diesen Energy-Anteil, der hier rückläufig war. Grid und Services positiv und Corporate ist etwas rückläufig noch gewesen. Beim EBIT sieht es aber wirklich gut aus, da hat Energy nur einen minimalen rückläufigen Anteil dazu beigetragen und vor allem der Netzbereich hat hier doch zu einer guten Steigerung geführt. Ja, also man hat ja auch grundsätzlich wirklich gute Ergebnisse abgeliefert in diesem Jahr. Natürlich hat der Umsatz auch unter dem niedrigere gewordenen Energy-Price-Level gelitten. Also die Energiepreise sind halt einfach gesunken und ein höheres Produktvolume in Hydro hat man auch verzeichnet. Das sieht man eben hier schön, dass der Production Mix hier um 8% zugelegt hat und vor allem hier die Steigerung in Hydro drin war und natürlich sowas wie Wind. Auch eine kleine Steigerung bei Nuklear können wir hier feststellen. Man hat sogar noch ganz minimal Kohle im Petto, aber auch Gas. Gas war aber eben hier schon rückläufig von 23 auf 24. Also man ist hier schon wirklich relativ grün aufgestellt, muss man sagen. Ja, die Service Results konnten hier gesteigert werden um 7%, also das ist relativ schön, was den Revenue angeht. Beim EBIT war es sogar noch eine stärkere Steigerung von 10%. Es sind hier eine Aufteilung in drei Segmente sinnvoll. Einmal Infra Services, Engineering und Building Solutions. Und die haben eben hauptsächlich durch diese Infra Services jetzt zuletzt ein substanzielles organisches Wachstum hinlegen können. Ja, auch der Operating Cashflow, der ist hier mal wirklich schön aufgelistet. Der ist natürlich typisch auch für einen Versorger relativ zyklisch, ist aber für mich jetzt eben aufgrund der Tatsache, dass es ein Versorger ist, völlig in Ordnung. Und es soll jetzt eben auch im Relativen weiterhin
gut aussehen für das Unternehmen und man hat hier positive Aussichten auch aufgrund von erfolgreichem Bewirtschafts- und Handelsergebnissen im ersten Halbjahr 2024 nochmal rausgegeben. Und da haben sie jetzt auch nochmal ihre Guidance erhöht und oder sie erwarten jetzt hier ein EBIT von 700 bis 800 Millionen ja, Schweizer Franken. Und die Dienstleistungssparte soll aber jetzt hier gemäß der ersten Erwartung gehalten werden. Ja, ich habe jetzt hier noch den Chart mit dabei von der BKW-Aktie. Ja, wie gesagt, Schweizer Unternehmen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden Schweizer Franken, 2,17% Dividendenrendite. Und wir sehen schon, wenn wir den Chart anschauen, wirklich einen sehr, sehr schönen langfristigen Aufwärtstrend, der dynamisch nach oben läuft. Sieht man sehr, sehr selten bei typischen Versorgern. Also wenn ihr jetzt die Aktie hier mal eher mit RWE oder E.ON oder so vergleicht, dann haut euch natürlich dieser Chart hier schon ja, von den Socken. Und das ist auch einer der Hauptgründe natürlich, warum ich mir BKW damals sehr, sehr genau angeschaut habe. Und es war jetzt hier eben auch eine typische Korrektur, die jetzt hier genau auf dem 61,8er Fibonacci Retracement geendet hat. Ich kann jetzt hier auch mal das Volume hier ausblenden. Dann sehen wir auch, dass hier links dieses letzte Hoch von 2021 eben auch die Hauptunterstützung war, die hier relevant war und genau in diesem Bereich sind wir jetzt eben nach oben gedreht. Jetzt sind wir schon fast wieder auf Allzeithoch, also auf neuem Allzeithoch unterwegs, beziehungsweise auf dem Niveau der letzten Jahre. Jetzt ist eben die Frage, ob wir hier erstmal nochmal einen Rücksetzer sehen auf die 143, sowas. Fände ich tatsächlich auch nochmal interessant, vielleicht für einen Nachkauf. Oder wir laufen jetzt direkt auf ein neues Allzeithoch, was natürlich für mich auch völlig in Ordnung wäre. Also wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen, deutlich anders aufgestellt, wie es RWE zum Beispiel ist, weil man natürlich auch noch Kernenergie und so weiter im Depot hat, beziehungsweise im Petto hat. Und man sieht eben auch schon, wenn man den Chart sich hier anschaut, dann ging es RWE in den letzten Jahren halt auch deutlich schlechter. Da sind sogar noch ganz, ganz alte Zeichnungen von mir drinnen, als wie es bei BKW eben der Fall ist. BKW kommt eben auch einfach von einer ganz anderen Richtlinie her und hat halt vor allem diese Vorteile, was Dienstleistungen und so weiter angeht, mit in einem eigenen Businessmodell mit drinnen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich interessieren, was ihr von BKW haltet. Auf jeden Fall keine Anlageempfehlung an dieser Stelle, aber gerne Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.